dachte, das Finale war halt ein Desaster, was soll ich dir sagen. Die Herangehensweise war oft auch ein Konflikt. Es gibt nicht so viel zu sagen, es ist halt wirklich einfach eine Schande. Das war einfach leichtsinnig und dumm. Wie gesagt, Rische ist halt ein kontroverses Thema. Aber es ist halt einfach ein bisschen kräftezehrend, wenn du manchmal das Gefühl hast, dass halt einer im Team nicht diese 100% mitzieht. Grimbo halfway through this 1v4. Ich will den Tag nicht zu früh loben, aber die Trainings waren wirklich sehr, sehr gut. And so Big with a dominant win. Now we look to the future. Ja, Mike Check, hallo. Wir sind der Wicklern und wir machen eine neue Dokumentation über uns und die Zeit. Wisst ihr, was das erste Turnier war mit Flo und Rigon? War das Köln? Ja, ich würde mal ein bisschen von ganz Anfang anfangen. Das fühlt sich an wie 3 Jahre her, ich schwöre. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was alles kam. Also rückblickend, ich denke, Köln war sehr emotional. Dass wir das nicht geschafft haben, war für mich jetzt nicht ein Schlag ins Gesicht oder so, aber es war auf jeden Fall die Realität. Man muss sehr hart an sich arbeiten, dass man wieder dahin kommen will, wo man sein möchte. Und mit dem Team, das wir da zu dem Zeitpunkt hatten, waren wir auf jeden Fall noch sehr frisch. Und das ist also die übliche Ausrede im E-Sports, wo man sagt, ja, gib dem Team noch Zeit. Aber man hat halt wirklich bei diesem Team gemerkt, dass die Zeit auf jeden Fall die Früchte trägt. Dann war hier ein Online-Turnier, dann, was mich jetzt noch erinnert, war Atlanta. Das war sehr schmerzhaft, dass wir das im Finale so, vor allem so knapp abgegeben haben. Und dann halt das größte Ziel von uns allen, das Major. Nach 2,5 Jahren wieder das Major geschafft, Top 16 auf dieser Bühne zu spielen, ist ein großer Erfolg. Das Major war auf jeden Fall die so intensivste Zeit, würde ich sagen, mit dem Line-Up. Wenn nicht überhaupt sogar für mich. Speziell am Ende des Jahres haben wir ein ziemlich solides Counter-Strike gespielt, wo alle auf derselben Seite waren, alle verstanden haben, worum es geht und als Organisation, auch als Spieler wieder mal diese Möglichkeit zu haben, auf dieser Bühne zu spielen und Top 16 eines Majors zu sein, ist ein großer Erfolg. As he will fall here at the hand of Big's captain, Germany's captain, Tabson has taken Big to an elimination stage, a feat not achieved since Rio all the way back in 2022. Look at the move he makes, caught by Norman, Norman up close, can he save Barnes Pro? Can he hold on? No! Tabson, Big's captain, full faith, no question, Big walk away. Ja, nichtsdestotrotz sitzen wir jetzt hier. Let's begin the conversation by talking about Big, though. I'm going to give you a very hard question, Jacob. What's the timeline been of this big roster? Because I feel like every time I look at HLTV, something's changing, something's up, something's afoot. It's a team that's been trying very hard to find their identity for the past couple of years. The whole idea about them constantly going back and forth seems to just hurt them more than they do them good. Overall, it's just confusing. They frustrate me because they are supposed to be better than they are big, but they never really seem to click fully together. Viele denken wahrscheinlich, das waren jetzt irgendwie die Dachfinals. Das war jetzt nicht der ausschlaggebende Grund. Ne? Wir sind sehr stark in uns gegangen, haben überlegt, wie wir das nächste Jahr angehen werden, haben das Jahr schon mal so ein bisschen vorausgeplant und gesagt, wie tough der Schedule sein wird, welche Herausforderungen auf uns und besonders auf die Jungs halt auch zukommen werden und wussten, dass es immer wieder zu Konflikten geführt hätte. Ja, also es gab schon Punkte, wo wir in der Planung eigentlich nicht mit verschiedenen Personen rechnen konnten. Im Grunde genommen hatten nicht alle das gleiche Commitment. Der eine wollte ein bisschen mehr Zeit investieren, der andere ein bisschen weniger. Am Ende die Konstellation, die wir hatten,
hat immer wieder zu Reibung geführt und wir hätten immer wieder Probleme bekommen. Also speziell mit Flo, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, haben uns dann nochmal entschieden, mit Flo zusammenzuarbeiten. Ich denke, die Dynamik hat sich auf jeden Fall verbessert. Wir sind beide aufeinander zugegangen, also speziell das Team und Flo. Beide mussten zueinander finden, damit es wieder nochmal funktioniert. Als wir das alles gestartet haben mit dem neuen Line-Up, denke ich, war die Teamchemie sehr gut. Rigon hat sehr viel frischen Wind reingebracht. Und ja, zu Flo kann man nicht viel sagen. Flo ist ein gestandener Topspieler. Jeder weiß, dass er wahrscheinlich die beste deutsche AWP ist. Das Teamgefüge, speziell zwischen Flo und Karim, hat sich so entwickelt, dass es Unstimmigkeiten gab. Das Vertrauen hat sich ein bisschen angebrochen und auf der langen Zeit, wenn das Vertrauen natürlich nicht mehr da ist, wie es mal war, ist es ein bisschen schwierig, den Ganzen einfach eine Chance zu geben und auch wirklich dran zu arbeiten. Zu Rische ist mir leider ein Punkt sehr hängen geblieben und das ist, wie ich zum Beispiel zu Rigon sagen könnte, egal wie er gespielt hat, egal wer auf der gestorben ist oder auch wenn er mal von Jarosch totgeschickt wurde oder was auch immer und wir am Ende das Spiel gewonnen haben, dass er glücklich war. Bei Rische konnte ich ihm leider nie anmerken, wenn es für ihn so der Fall war. Und mir persönlich ist das halt einfach sehr wichtig. So, das hat mir auch schon mal gesagt, wenn wir auf den Server gehen und spielen, ziehen wir mäßig alle in den Krieg zusammen. Mit Orga, ihr, Fans, alle wir ziehen in den Krieg und wir müssen das andere Team besiegen, egal wie. Und das ist mir halt sehr wichtig, dass wir alle in einem Team darum spielen, zu gewinnen. Natürlich ist nicht jeder gleich und es ist ja auch wichtig, selbstkritisch gegenüber sich selbst zu sein. Mal nicht zufrieden mit seiner Performance zu sein und was auch immer, aber wenn es nur um den Zeitpunkt geht, dass wir das Spiel gewonnen haben, ist das die oberste Priorität. Und da war ich halt sehr traurig darüber, dass ich ihm das wie damals nicht anmerken konnte. Und somit ich auch das Gefühl hatte, dass wir halt nie zusammen als Team wirklich eine Einheit werden und halt dann auch größere Ziele erreichen können. Also ich denke, für mich persönlich ist es auf jeden Fall sehr schwierig gewesen, dass die Leidenschaft nicht so vorhanden war. Dass man gewisse Spieler eventuell auch für das Training motivieren musste oder vielleicht auch auf das nächste Turnier zu fahren. Der eine wollte viele Bootcamps machen, der andere weniger Bootcamps. Das ist auf jeden Fall wichtig, darüber zu sprechen mit den Spielern, vor allem bei unserem Pensum. Das wäre fatal, das nicht zu tun. Aber es ist halt einfach ein bisschen kräftezehrend, denke ich, auch für die anderen Spieler, wenn du manchmal das Gefühl hast, dass halt einer im Team nicht diese 100% mitzieht. Man ist sehr viel unterwegs, man unternimmt sehr wenig mit Familie, Freunde, Freundinnen, was auch immer. Es ist sehr schwierig zu kompensieren und da bin ich auf jeden Fall auch bei beiden, dass es nicht das Gesündeste ist für einen selbst und auch natürlich für die Mitmenschen. Ein Mittelweg ist eine Option, ist aber aus unserer Sicht nicht die beste Option. Perspektivisch gesehen auch fürs nächste Jahr, wo wirklich viel ansteht, wo in einem Monat, also in 4 Wochen, 4 Turniere sind, wenn nicht noch mehr und Teams sich entscheiden müssen, auf welche LANs sie fahren. Das ist einfach wichtig, ein Team zu haben, was 100% ready ist, 100% Feuer hat, wo alle an einem Strang ziehen. Dass da anstrengende Wochen und Monate bei rumkommen, wo du vielleicht wirklich einen Monat nicht zu Hause bist, dafür muss man ready sein. Zu Rigon kann ich sagen, dass er ein sehr guter Teammate ist. Also ich denke, ich habe noch nie mit einem so euphorischen Charakter gespielt. Das hat mich auch selber sehr motiviert und inspiriert. Was jetzt die negativere Seite angeht. Ich hatte das Gefühl, dass er nie wirklich glücklich geworden ist bei uns. Und das hat er mir auch bestätigen können. Ja, ich denke, wie gesagt, einer der wichtigsten Sachen auch generell ist einfach, dass man halt glücklich ist mit dem, was man macht. Und da konnte er mir auch sagen, dass er denkt, dass es das Beste für beide Parteien jetzt ist. Und wir auch einen anderen Charakter brauchen, der diese Rolle einfach verkörpert und sie spielen will und gespielt hat. Als wir dann in-game halt verstanden haben, dass wir unsere Welten uns einfach sehr unterschiedlich sind, war es eigentlich ab irgendeinem Zeitpunkt klar, ey, entweder wir müssen uns extrem verändern dir gegenüber, damit wir dein Potenzial ausschöpfen können, oder du musst dich extrem verändern. Aber das ist beiden nicht fair. Und ich denke, Rigon kann auf jeden Fall sehr, sehr gut scheinen bei einem anderen Team. Jetzt, um ein bisschen über die neuen Spieler zu reden, einer der größten Pluspunkte von Can und Matze. Die beiden sind halt einfach 100% ready für alles. Ich war erst ein bisschen verwundert, weil ich dachte eigentlich erst, okay, Academy-Team war ja erst so im Raum, so dachte ich so meines Wissens nach.
Roman hat mich angerufen in der Pause und sagte dann, jo Matze, bist du im Main-Team? Und ich, okay. Gar nicht so richtig realisiert, ich habe mich nicht so aktiv gefreut. Ich war so, ja, okay, cool, danke, so mäßig so. Ich war sogar ein bisschen in Schock auch. Nee, aber ich denke, habe ich mir verdient, um ehrlich zu sein auch. Ich habe gut gespielt bei Atex, vor allem die zweite Hälfte des Jahres. Und war trotzdem überrascht, aber war auch verdient. Also einzelne Personen kannte ich ja schon vorher und es fühlt sich einfach mega an, mit diesen Personen auch jetzt langfristig zusammenzuarbeiten. Das sind gute Freunde von mir und ja, Big fühlt sich halt einfach schon seit Tag 1 wie eine richtige Familie an. Nicht nur, dass es eine Arbeit ist oder eine Leidenschaft, die man hier verfolgt, sondern auch, dass man gute Freunde auch behind the scenes ist und das ist mir sehr wichtig und ja, soweit so schön. Wie heißt du? Can, ne? Ich weiß nicht so wieder. Also bei Can, ich habe jetzt öfter auch mit ihm Faceit gespielt und auch ein bisschen geprägt und auch viel mit ihm gesprochen, war für mich einfach wirklich diese Leidenschaft für diesen Weg. Er möchte jetzt nicht direkt bester Spieler der Welt oder bestes Team der Welt sein, sondern er will diesen Weg durchgehen und das ist für mich so, da sehe ich mich, das spüre ich bei ihm sehr, seit Tag 1. Nein, nicht für die Doku. Nein, das sage ich nicht. Fürs Ende? Sag ich nicht. Was denkst du über Can? Ist total ausgeglichen. Zieht nicht irgendwo an seinem irgendeinen Körperteil und nicht an irgendeiner Klamotte. Und er meinte so, habt ihr da eine Überlegung? Habe ich gesagt, Karim denkt an einen Julie. Kennst du den? Hat er gesagt, ja, das ist Kalek. Johannes! Das ja, Can von der Leben ist weg. Der ist schon weg, ne? Ist überlebt. Hier was. Was? Reden wir drüber, reden wir nicht drüber? Hey, wir reden auf jeden Fall darüber. Auf jeden Fall? Auf jeden Fall reden wir drüber. Es geht ab, Can. Alles gut bei dir? Ja, klar. Karin, komm ein bisschen später. Karim steht jetzt total. Ich weiß nicht, ob du mich kennst, aber wirklich sehr lange. 25 Jahre. Wie ich aussehe. Und was hat er gesagt? Nein, Mann. Das ist ja auch das, was wir halt mit dir erreichen wollen. Was halt mir wichtig ist und auch dir, ist halt auch einfach, dass dieses Teamgefüge einfach da ist, dass man Bock aufeinander hat. Genau, dass wir alle dasselbe wollen. Woher bist du? Ich möchte jetzt erfahren, aber woher kommst du? Hast du Brüder, Geschwister, so? Ich sehe genau diesen Prozess, wo ich sage, ey, ich bin jetzt am Anfang vielleicht ein kleiner Noob, aber ich weiß, dass ich es kann und ich will auf jeden Fall mit euch diesen Weg gehen, damit wir uns immer bessern, dass wir an unseren Fehlern arbeiten, dass wir uns gegenseitig pushen und das spüre ich bei ihm sehr, seit Tag 1. Sein Engagement ist auf jeden Fall vorhanden. Und bei Matze, ich denke, Matze ist einer, der sich auch mit dem Spiel und mit dem Team zusammensetzt und auch wirklich das Bestmöglichste für das Team rausholen will. Und das ist, wie gesagt, eine Eigenschaft, mit der ich sehr gerne zusammenarbeite und natürlich die positive Aura. Also meine Erwartungen an Katowice waren, dass wir auf jeden Fall in die Second Stage kommen. Ich meine, mein Anspruch ist immer an mich selber sehr hoch und an das Team. Aber rein realistisch betrachtet war Second Stage für mich ein Goal und ein Must. This man over here, hyped, comes back into the team. How much have you seen him change? Ich denke, jedes Team versucht immer, die besten Spieler fürs Team gerade zu picken. Und da bin ich natürlich froh, dass ich jetzt die Wahl war. Und klar, bedeutet mir sehr viel. Ich meine, man bekommt nicht immer so oft zweite Chancen, ist einfach so, vor allem nicht im E-Sport. Ich denke für mich, ich versuche in diese Rolle zu growen mit viel Responsibility fürs Team und halt als Entry. Ich bin es einfach nicht gewohnt, ein Entry zu sein. Überraschenderweise hatte auch Xen zu mir gesagt, dass er schon immer dachte, seit ich 19 bin oder so, dass ich ein Entry-Tracker sei.
aber ich habe es bis jetzt in meiner Karriere nie wirklich verwirklicht. Für mich in den nächsten 6 Monaten, nächstes Jahr, die ganzen Jahre jetzt ahead, für mich ist es ein großer Schritt, diese Rolle mal zu verkörpern. Ich will die Responsibility auch übernehmen. Ich bin soweit. Ich denke, das ist der Schritt in meiner Karriere, wo ich das machen muss. It is IEM Katowice 2025, Stage 1. And we are wasting no time with this map. We'll see what they can do up against, as you mentioned, a strong Big. Speaking to Crimbo yesterday, he said this is the best version of Big he has ever seen or ever been a part of. And we have an even 2v2. Hyped has been given an op. His teammate comes over, Crimbo, with just that pistol. Oh, and he gets the sus frag. You'd think that could be enough. Hype misses his shot. Sonic into the Bomb's clutch. on default. You got to be careful. Yeah, it's on the other end. He's got the kit as well. He doesn't see the peek to the right side. Goes back into short and finds it. And that is Sonic 1v2 to keep the flawless CT half going. Ooh, they're going to disrespect that smoke with a quick pop. JDC, there we go. First one's the hardest. And the flash support for Jaba's going to net him a quad on for the ace. For 10-0. Sits them down. Also ich denke, nach der 0-12 Hälfte gegen Wildcard war es eigentlich nicht so schlimm. Ich meine, das Game war ein Desaster und ich habe individuell nicht so performt auf der Map, obwohl es unsere Home-Map ist. Genießen, das ist lang, Alter. Wir genießen jetzt uns und wir haben gar nichts zu verlieren auf Inferno. Das ist einfach nur geil spielen. Aber nächste Game lasst uns darauf achten, dass wir jedes X von X vor allem, ich will Brief hören und wir spielen wirklich ein bisschen slower. Ja? Ich meine, die Map ist High Pace. Das ist High Pace Map. Ich diktiere den High Pace auch vor, aber jetzt auf Inferno, wir spielen unser Game. Wir haben sehr gute Sachen in der Banane, wir spielen ein sehr kontrolliertes Game jetzt. Die werden Fehler machen, wir sind besser. Ja? Und dann spielen wir eine geile Map und dann eine geile Series. Ich kill auf jeden Fall noch. Ja, das ist gemeinsam. Das ist ja crazy, Digga. All-time boost up. Does cost a bit of HP on the fallback, but of course they never see it coming. He's on for a second ace in this series. This one nicer than the last. Dead Crimbo, good chance to make something happen if needed. Right now it's Hyped and QB. Hyped with the triple kill on the round. First round of this CT side from Wildcard. They could still take a look at this. Odds are against them, but the health is so low for the T's. Now the 3 remaining players are so low. And a continuation spray from Jaba as Tapson tries to jump up and ends up taking a shot, but Hype catches the arm of Stan. Jaba's gonna have to finish this off on his own, and he won't. If Big think that they've got a weak site because of an opening kill, goddamn, they're wrong. They'll try to keep the pressure up. They have added another round to the board in a moment, you'd think. Crimbo holds off on Coffins. Crimbo halfway through this 1v4, and we have praised Crimbo's clutches in the past. He's on the brink of queuing up another to keep Big in this series. No smoke to work with. Beautiful walk around through Cuba's not going to molly behind him. Surely he has a chance to clip off one. Oh, they do have a smoke. Look, they do look. The Fountain player looked. Oh, and he gets the spam through. Ich meine, ich war sehr tilt, aber also nicht extrem tilt, aber halt auf mich. Ich denke, mein Anspruch an mich ist halt sehr hoch. Ja, aber wir haben eigentlich das Übliche gemacht. Wir haben uns hingesetzt. Wir haben es natürlich auch mit Humor genommen, weil 12-0 verliert man nicht oft. Und uns einfach angeschaut, woran es liegt. Und wie gesagt, als wir im Prachraum ankamen, haben wir zusammen die Demo geschaut und gesehen, okay, der Loss ist Wayne. So, es ist passiert, aber wir wissen, woran es gelegen hat und wir machen es in den nächsten Maps besser. Und deswegen habe ich nicht so viele Kopfschmerzen. Ach, scheiße, Mann. Das Positive mitnehmen, das ist mir super wichtig. Wir sind eines der besten Nation-Teams und es wird weiterhin gut laufen. Okay, das ist wichtig. Ich denke, kommunikationsweise und wie wir dann geredet haben, war eigentlich für mich fein. Es war nicht irgendwie so extrem anders. Wir waren ein bisschen hektischer, aber erstes LAN-Tournament. Aber es war jetzt nicht so, wo ich sagen würde, hey, warum haben wir gar nicht mehr geredet und so weiter und so fort. Okay, dass wir da das weiterhin in unserem Kopf behalten. Und wie gesagt, auf Inferno war es dann eigentlich flowing. Das war dann gut. Jeder hat geredet, gute Idee im X und X. Gute Banane-Fights dann, ey, wir gehen hier runter und so weiter. Das war alles für mich okay. Alright? Ja. Deshalb
vergessen, abschließen, langes Tournament. Wir haben noch 2 Games, die wir gewinnen und dann sind wir genauso weit wie jeder andere. Okay? Falls ihr irgendwas sagen will, dann gerne jetzt. Also das ist total okay. Ich persönlich war sehr zu frustriert in vielen Situationen. Daran muss ich arbeiten. Ich denke, an was wir arbeiten müssen, ist, dass wir mehr breathen, also die Runden auch mal mehr Slowdown. Das sind so die 2 Sachen, die mir direkt einfallen. Da ist in der ersten Runde gepanisch wurde. Ja, das ist ja okay, aber war das okay für dich, wie ich dir das gesagt habe? Ja, okay. Wir gucken uns das an und dann sagen wir, ja okay, Default hätten wir öfter spielen können, hast du recht. Ey, wir können mehr breathen, haben wir auf der zweiten Map deutlich besser gemacht. Auf der zweiten Map habe ich mich viel wohler als Teammate gefühlt. Erste Map war so ein bisschen, auch deinerseits, hast du schön gesagt, reflektiert, du warst frustriert, habe ich ein bisschen gespürt. Ich denke, da hat jeder ein bisschen gespürt, aber auf der zweiten Map, wirklich kann ich jedem einfach nur auch nochmal sagen, danke, dass wir uns da nochmal zusammengerissen haben. Kein leichter Start, Alter, von 12-0, noch eine gute Inferno-T-Hälfte rausgeholt so und es hätte auch anders ablaufen können, sage ich ehrlich. Inferno war so offener Fight. Ancient ist okay, gucken wir uns nochmal an und dann werden wir Conclusions finden, aber ich schwöre, nicht Kopf vor irgendwas. Also das Imperial Game war interessant, weil es eine sehr unique Situation war. Ich meine, abgesehen von Johannes, glaube ich, war keiner jemals in der Position, ein Official gegen ein Female-Team zu spielen. Vor allem nicht auf einem Tier 1 im Melden wie Katowice. Ich denke, wir haben es sehr gut gehandelt und es war sehr wichtig, dass wir unabhängig gegen wen wir spielen, alles geben. Deswegen lass uns einfach nur unser Spiel spielen, das, was wir gelernt haben, umsetzen und dann fegen die weg. So, let's go. Let's go, Today it is versus Big, and it is for elimination at IEM Katowice 2025 Stage 1. He's got players around him, 23, in with the clears, but the player on the close truck still catches them off. Lost track of the one, Hyped hits the scout shot, chasing her down. Hyped, how has he managed? 2 kills in the middle of all of that, has Cat breathing down his back, bomb towards the pit, and things slow down. And Hyped, he's gonna get an opportunity. Oh, denied! They lose track of him, and he thrives within that chaos. Crimbo's got a good position and an even better distraction offered by QB. Yeah, that's gonna prime Crimbo perfectly. Comes out swinging for the double. Oof. Oof. Pressure here from Big. Love the tempo. Owned. Hype just gonna hang on to the wall. He's got teammates to work on. QB in with the triple kill. It is gonna be Cat in a clutch 1 versus 3 open sprint to the B-bomb site. Tournament life on her shoulders. Cat's always good for a clutch. Smoke down on short. CT in front of it, and QB is gonna end the hopes of Imperial here in Katowice. Wir waren sehr in Control heute, gute Laune, gute Energie. Ich denke, das war im Vergleich zu gestern, wo wir uns absolut selbst nicht reflektieren konnten. Wir waren nervös, wir waren aufgeregt, wir waren gestresst. Ein guter Step in die richtige Richtung. Und dieses Environment sollte halt in jedem Game sein. Und wenn wir das hinbekommen, dann Hi Team. What up? Hello, hello. What up? Guten Tag. Oh, what's up, G? das sind meine Leute hier, Alter, alle am Hypen. Wer bist du überhaupt? Was machst du hier? Ich bin euer Assistant Coach. Okay. Big Sam. Was hast du vorher? Wo warst du vor Big? Ich war bei Alternate Athletics. Okay, mit wem warst du da so? Mit dir? So, wer war dein Lieblingsspieler? Yes. Du. Danke. Ja, okay. Wichtig. Gute Fragen. Gute Fragen. Diesmal halten wir es ein für dich, Johannes. Okay, Mic-Check um 25. Frisch. T ist quasi Lobby. T ist Lobby und Außen. X und Außen, T und Lobby. Ja. Für alles.
Scheiße, der kannst du hoch springen, Junge. Ich komme nicht mehr vom Boden. Go, Karim. Glaubt an euch, ich glaube an euch. Und schauen wir, dass wir collected und calm reden. Alright? Genauso wie gestern und vorgestern genauso. Und einfach das machen, was wir gelernt haben, umsetzen. Beste, wie wir gestern gespielt haben. Ich schwöre, wir hätten gegen Anonimo genauso performt. Ja, Mann. Breite Brust, Selbstvertrauen, Leute. Und wir sind aus einem Grund hier, weil wir Spaß haben und natürlich, weil wir es genießen. Let's fucking go. Let's go. John, ein kleiner Heads-up vielleicht. Öfter vielleicht auf Hard mal sein. It is do or die for Heroic. Will they be able to parlay it into a spot in stage 2? Now another question, it's go big or go home for the German organization. LNZ, couple flashbangs to try to offset these angles. QB falling down with a headshot. Boarded, hyped, back in. Kills Youngstar. Crimbo's dead though. Hype doesn't give a damn. If you want to challenge him, he welcomes it. It's kind of an off angle here. So QB should be on high alert. JDC's going to have to snap around. He will trade that one at least. 15 to the clock. And Sunpai is denied by John. Ooh, fast play, quick pop, changing the pace up. Will it work? Taps in QB. 2 kills first. Up from the heaven. Easy. Here he is again. Slowly, Hype is getting into position. Oh, they turn to check it still. He strikes out from Hunt. Goes down QB. Frag for the diffuser. Oh, 7 health. But it's a wrong diffuse. All he's got to do is run him down. Not today. From heaven delivers. Geil, boys. Let's go. The perfect risk to take in that post plan. You got to believe it to make it happen. And that's what they said about Hype, that his best attribute at the moment is individual form. Really can't be overstated how great Big have been, how aggressive they've been, and convincing in their moments to near hell of an attempt. Zweifel etwas Wichtiges, okay? Das ist unser Homeground, okay? Ich will, dass wir mit den größten Boys diese Map spielen, wie es nur geht. Open. They're gonna try to flash. Their best bet to get out. Right into Hype they'll go. Third CT in sight, destroyed. As Hype just nails the triple kill. He can do it again. 2 more players up inside Tempo. Tanir gunned down. It's a quad from Hype in map 2. Oh my God, no way. Back to back. I can totally see him. This lineup is definitely calling better than they ever have. And CT lane another smoke. Perfect call. Vacant A site entirely. Game plan not there. Crimbo dead with nothing. Hype able to respond with the op from box. LNZ. Oh, there's pressure on the diffuser. Someone's got to kill X-Cloud. They will. They cause a little franticness to click. They know they've got Donut in their back pocket. Wide swing from Tabson, 1 and done. Youngstar comes back, won't be able to hold it. And now Tanir. Coverage offered to QB. Hype reacts. Down goes LNZ. 9-0. Oh my God. Nuke was 5 minutes ago and Nuke was 5 minutes. Squirm your way out of this streak of big rounds. But Crimbo, now it's his chance to try to thrive. QB, again on lane, has been such a nuisance. And this angle from Crimbo. What is that? He just waits for it. Odd shot. Big can do no wrong. No way. 2 maps of this now. It was 11-1 on Nuke to kick it off. This is like the most dominant game Big have ever played. I'm sorry, Heroic have to be the victims of this. They were literally written in as the favorites in this matchup. Yeah. The resources do it. So an early first kill at least. JDC, will he watch it? Yes, he will. Wow, to the dome. Double headshot from JDC. John dominates Cave. And Hype's able to help him out. Big are doing what they want, when they want, where they want. And still trying his absolute damnedest to pick up his team by their bootstraps and to keep it competitive. Hyped. Sunpius, it's a 1v3 between him and Big, making it stage 2 of Katowice. Not just earned, but dominated. A what impact rating? I think it was a 3 point. The number was so high, I've never seen it before. Ich denke, Heroic, das Game an sich war sehr witzig. Ich meine, was auf jeden Fall im Kopf geblieben ist, ist AWP Big Box. Big cause a little Breathe, auf geht's. Ich meine, ich bin ein bisschen der Boomer gewesen in dem Clip, weil ich bin der Einzige, ich bin zwar am Lachen, aber ich bin der Einzige, der am Ende sagt, breathe, breathe, Jungs, entspannt euch. Aber eigentlich, ich denke, es war ein sehr geiler Moment und es zeigt einfach, was für ein Vibe wir im Team haben aktuell. Und dass
die Energie in dem Game einfach unbeschreiblich war. Du kannst ja ein Foto machen, wie du gesessen hast und so, Alter. Brauch noch mal ein Bild. Was ist das hier? Boah, für Aufengel? Boah, das wird geil, Alter. Das kommt nicht in den Block. Wie gesagt, ich denke, dein Calling heute, du hast halt alles ausgepackt. Das war geil. Das war geil. Die wurden schwindelig gespielt. Safe. Wir haben alles gespielt, was wir haben. Also halt, wir haben natürlich mehr, aber wir haben halt alles, was zutreffend war, so wollte ich sagen. So nice. Ich hab übergefühlt. Ich wusste, wenn Arosh klappt, ich hab die an den Eiern. Hast du überhaupt gerafft, was Marcel meinte? Big Box AWP. Und ich dachte, ja, ist mir egal. Ich dachte mir nur, er hat sich gefreut, dass er Retake dort gestanden ist. Das dachte ich nicht. Nee, aber er wollte das Video anholen. Ja, ich hab's immer gehört. Ich dachte, mir egal. Marc, Junge. Das war so, ich hab das gar nicht so in meinem Kopf. Du wurdest immer lauter, Alter. Wo siehst du das? Bei uns auf Twitter. Ey, wie witzig ist das denn? Ich hab das ja gar nicht. Du wurdest einfach lauter mit mir. Ich glaub schon. AWP Big Box! AWP Big Box! Armeng frei! Achso, danke, Bro, ja. Armeng frei! AWP Big Box! Armeng frei! Geh los. Aber frei! Aber frei! Das nicht verstanden! Aber frei! Der Hetzband schon. Haben wir noch viel Zeit, Alter. Komm nicht sofort. Das ist ein Learner. Er sagt so, ich habe ihm mal gecallt, dass er Astrale spielen soll in der Runde. Und er hat genau beschrieben, wie er im Training den gemisst hat. Und er meinte, er hat direkt rausgelernt und hat im offiziellen Spiel jetzt gerade so den Engel sehr weit nach links gehalten, dass er auf jeden Fall den White Slave tötet. Und er hat den einfach gekillt. So richtig schön zu sehen und zu hören auch. Das sind Bomben, Alter. Das ist. Geh mal auf nur Nuke. Das sind Bomben, Alter. Ich sag ja, Nuke hatte Marcel ein 3er Impact Rating. Das habe ich noch nie gesehen. Du warst heute insane, Bruder. Zieh mit mir in den Krieg, Alter. Ja, obviously, Bruder. Wir haben den Rücken immer. Egal was. Dieser Klatsch, sehr geil. Wir haben hier so viele Inputs auf dem Dev-Talk und wir sagen, mach Chaos, go, Jove. Ja, Mann. Und einfach breathe und wir chillen einfach mal kurz, bis sie überhaupt planten und sie machen die Fehler. Ja, Karan koordiniert in den Szenen sehr, sehr gut, Mann. Der sagt dann so am Ende, wo er so rafft, so, ey, ist jetzt leise, geh du noch dahin, mach du das. Und das ist sehr, sehr key. Das Game gegen FaZe ist keine rough. Einfach aus dem Grund, dass, also ich war mir sehr sicher zumindest, ich weiß nicht wie die anderen sehen, ich will nicht für alle sprechen, aber ich bin mir sehr sicher, dass wir der festen Überzeugung waren, wir gewinnen. Vor allem, wenn wir das Level abrufen wie gegen Heroic. 3v5 for FaZe Clan. It's ending on this B site. It's looking desperate for FaZe. They just have to go right now. They've got the smokes. Big can allow the bomb plant and play the retake. They've just not got the util for it. They've got the manpower, that's it. But it's already under question. Smoke spam takes taps and Rain gets 2 through it. Big have given FaZe a way back in and FaZe will take it through the smoke. Elite gets aggressive. This is a 3-on-5 that FaZe had no business winning and they're just going to rip it from Big's hands. Disaster, smoke spam and denied. Falsche Seite! Wrong side. Ein paar Sachen sind schiefgegangen, die nicht schiefgehen sollten. Ich denke, das Game haben wir wirklich wegen Micro-Details verloren. Es waren oft verworfene Granaten auf T und CT, was normalerweise nicht passiert. Ist halt so. Ich habe meine Windows-Smoke mal verworfen. Trotz diesen Dingen war das Game extrem close. Ja, das war für mich Ancient. Die haben Sangal im Repertoire, die haben Execute Fakes im Repertoire, die haben Rushes im Repertoire. Ja, wir müssen ready sein. Klo reingehen. Auch viele unsere Sachen spielen einfach, Leute. Ey, lass einfach unsere Sachen durchballern. Ja, genau. Alle Sachen, warum war Nuke so gut? Weil wir alle Sachen geballert haben. Du warst mal Secret, du warst mal da. Ich will, dass du Leash machst, ich will, dass du mal den Con-Check gibst, ich will, dass du mal mit rausgehst, hochgehst. All diese Sachen brauchen wir. Ich will, dass du Move machst, ich will, dass du Move machst. Wenn du mal Rampe pieken willst, dann pieken wir Rampe. Wir müssen frei aufspielen, okay? Safe. Ja. Let's go, Alter. Auf jetzt. Ich hab geintet, Digga. Wir waren richtig So, ja, dafür gibt's 3 Naps. Die können doch auch Counter-Strike spielen. FaZe close out Big's map pick
And now we head to Mirage. This is where Big are going to have to turn things around, or else they will find themselves down in that dreaded lower bracket. Molly lands too soon as the smoke's fading. They haven't cleared this corner ring. It's a free kill. If that Molly's a second later, it's going to go the other way. Instead, Hyped has to do it once again. Oh, it's a beautiful flick. It's only Hyped as the one to beat, but don't underestimate this guy. This orb hits hard. That second shot past Elige. Be able to get past Crimbo, who plays up close on triple. Crouch down to conceal this position. They don't know about him. Brokey with the spot, but can't finish the job. It's going to be frozen. And he can't get past Crimbo. Rain, oh dear, backs Termini whiffs his first shot under the balcony, can't get a single kill. That's that bomb planted at least, that's something for tabseN, but how much more? It turns out a lot more from tabseN. Now just Brokey left up in this 1v2. Big, the best spot they've been in to close out this game. And tabseN repositioning out into the spawn. Brokey might have found the first, but tabseN can toy with him here. tabseN running it up through CT. Brokey hounds him down. tabseN and Hyped deliver big. That 13th they were looking for. And this series now is one that is set to go the distance, with Big bouncing back on FaZe's map pick. Integral round to keep this comeback going. Oh, that's despicable. No. It's the Rain show. As he has been the defining man in this third map for FaZe Clan. He's on for the ace. 5 flash for him, and there it is. It's all Rain on Big's parade. Found on Tetris. This one's crumbling, folks. This one's falling apart, and it might be a disaster for Big. Mein Gefühl nach dem Game weiß ich sehr gut. Ich war sehr tilt auf mich, also wirklich extrem tilt, weil ich dieses Ancient Game halt auf meine Kappe geschoben habe. Meine Teammates haben gute Arbeit geleistet, mich da ein bisschen zurück auf den Boden der Tatsachen zu holen, dass ich das Game nicht alleine verliere oder gewinne, sondern wir als Team gewinnen. Obviously denke ich nicht so, aber ich habe einfach den Anspruch an mich, dass ich Games halt carry. Und in dem Game hatte ich ein Off-Game. Aber wir haben gesehen, dass wir gegen ein wirkliches Top-Team ein High-Level Counter-Strike spielen und dass es winnable war. Ich denke, das hat uns gefehlt. Und es bewegt sich auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ich war sehr happy. Ja, also das 3D-Max-Spiel, ich meine, die Leute waren ein bisschen am Kränkeln schon die Tage durch. Das ist halt immer unlucky auf Turnieren, aber ich denke nicht, dass es daran lag, dass wir verloren haben, nicht mal in der Nähe. Die Leute haben es auch sehr gut weggesteckt. Im 3D-Max-Game itself, in meinen Augen, Ancient wieder ein harter Brocken. Rein objektiv gesehen waren wir in den meisten Runden an den richtigen Plätzen. Wir haben die richtigen Calls gebracht. Wir haben sie einfach noch nicht getötet. Das war ein Game, das wir verloren haben durch einfach individuelle Performance. Ich denke, Ancient eigentlich auch wieder Free Elo. Vielleicht habe ich es auch einfach gejinxt, weil ich gesagt habe, wir sind das beste Ancient-Team der Welt. Grüße gehen raus an den Jinx und jetzt kassieren wir auf einmal. Ja, wir können auch schon. Wir haben auch gute Arbeit geleistet. Wir haben gegen gute Teams gespielt. Mann. Ja, wirklich.
Für mich war es eigentlich ein sehr positives Gefühl, aus Cluj oder aus Rumänien zurückzukehren. So knapp vor Playoffs, gut gespielt vor Ort, gute Games gezeigt. Ja, und dann der Major Qualifier. Wir hatten davor ein Bootcamp, das war sehr intensiv. Wir waren auch im Bootcamp sehr produktiv, haben sehr viel gearbeitet an vielen Baustellen. Hatten natürlich auch große Hoffnung, das zu schaffen natürlich, wie viele von euch auch. Zu der Vorbereitung generell war mir oder uns auch einfach wichtig, dass sich jeder Spieler so gut wie es geht fühlen kann. Einfach in dem Sinne so, es ist ein immenser Druck, es ist eine Qualifikationssache zum Major, es ist die Weltmeisterschaft. Also John hat von zu Hause sich besser gefühlt, einfach aus dem Grund, wir waren auch ein bisschen öfter auf Reise. Und zu Hause fühlt man sich halt einfach am wohlsten. Das ist der sicherste und schönste Ort. Und ja, für uns war es jetzt kein Problem. Wir waren ready, wir waren hier zu viert vor Ort. 4 players in con, he spots one and it says that's enough for me. A smart little jiggle, and QB the same. Drops and tries to cut Resol off completely from the round. Hype's now overwhelmed and Big have to come back from a 3 versus 5 deficit. A retake no less. It's a masterclass. The timings are brilliant. Big are just getting caught off left, right and center. There is nothing for Big in this. You can hear the frantic maneuvering. No one's checked him. No one's lurked. Oh, dear me. Suddenly, PrimeTap's got the intuition to turn around. And now it's all down to Hyped. He's rotated in time, but it doesn't really pay any results. That was superb from BC. BC Game ist für mich ein Team, das liegt uns einfach auch nicht so gut. Immer wenn es irgendwie etwas Deutsches im gegnerischen Team sich befindet, haben wir irgendwie Probleme damit. Dieses Spiel war auf jeden Fall extrem emotional und impulsiv. If you're playing great Counter-Strike, you can counter them. But if you have some gaps in your play, then you're gonna get exposed. And that's exactly how you get exposed with some prime headshots. PrimeTap's is an absolute monster and Big are out of here. Flash out, 35 seconds on the clock. Big need to start moving in quick. 2 BC games line up together, but they are perfectly in line for QB to collect. Nice! Nice, let's go! We've got a round on our hands. This could go any way, especially with Big getting the plant down and Hype taking an aggressive posture. Next up, he might want to move in. Crimbo gets the optimal timing. Cypher's only got a 5. Nice! Nice coming, Junge! There's only one way this game is going. We haven't had many best of ones this tournament where they have gone. Nice! Nice! This is amazing! Bleib links! Bleib links! Nice! 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 Bleib links! Komm hoch, Alter! Geiles Comeback, Alter. Ich küsse, Alter. Sehr gut gespielt, Leute. Ja! Woo! Alter, Sigma. Sehr gut, Alter. Ja! Dieses Spiel hat mir wieder mal bewiesen, auch, dass die Mentalität auch einfach gegeben ist von uns. So, egal wie der Spielstand ist, wir können es immer schaffen. Und das war eine gute Bestärkung. Aber leider war das BC Game nicht das Qualifikationsgame. He's showing us his performance. Pass that utility back to Risky Bob. Play the close quarters game. Zwei undetected at car, an unorthodox angle to hold. Does QB checking? Does he realise what's going on? No, he doesn't. Zwei strikes for 2. Not quite the triple, but not quite like it matters because Tabson falls anyway, and the Amiga have fulfilled the dream. Dann versuchen wir was Aggressives, weil ein bisschen desperate ist, müssen wir cool bleiben und vertrauen. Ich vertraue dir, ich vertraue dir und ich vertraue dir. Wir müssen das handeln, Leute. Okay? Es geht nicht darum, dass wir jetzt mal eine Runde verloren haben, ja, ist egal, aber wir haben das richtig gespielt. Auf Inferno genauso, am Ende müssen wir die auch killen, Alter. Jeder muss ein bisschen mehr Deathmatch spielen, ein bisschen mehr Inbox machen, 5 Kills mehr jeder. Morgen aus. Ich schwöre, die laufen in unser Crosser rein, wir verlieren 1, 2, 3 Duelle. Und dann sieht es halt ein bisschen anders aus.
Nicht den Kopf hängen lassen jetzt. Wir sind viel besser, das wir gezeigt haben. Wir hatten die beste Chance, gegen den Miga zu gewinnen, aber haben wir halt nicht geschafft. Es war für mich so eine bisschen ähnliche Situation wie das Paris RMA damals, wo wir auch es nicht geschafft haben, für das Major zu qualifizieren. Wir waren so kurz davor, hatten 2 Wins, standen 2-1, haben dann gegen Vitality damals gespielt, haben verloren, haben wir 2-2 gegen NiP verloren, raus. Warum ich sage, es ist ein bisschen ähnlich für mich, ist natürlich auch wegen der Ergebnissen und so kurz davor, aber vor allem, weil wir nicht wirklich Zeit danach hatten, so wirklich alles zu evaluieren oder Zeit haben, das wirklich zu verarbeiten. Es ging ein paar Tage später direkt nach Australien. Also ich bin ja mittlerweile schon ein bisschen länger in dem Business. Bei mir war es halt schon, natürlich hat es sehr an uns gekratzt oder an mir gekratzt. Aber für mich war direkt so, ey Melbourne, das ist für mich das nächste Major. Also uns liegen auf jeden Fall Teams, die deutlich besser im Ranking sind als wir. Wir haben uns auch frei gefühlt. Also wir hatten Bock auf Maus, wir hatten richtig gute Stimmung. This is the game of the day. It's that big Maus game that everyone's been talking about. 3, 2, 1, big! And it's Inferno as our first map. Brolin gets away with one for free still. That kill has opened up a route for JDC in this 1v3 clutch. B-Play is now on the cards. He's going to get there with seconds to spare. And Brolin only just beginning this rotate now. Will he get to CT in time? It's a race against the clock here for Brolin. And JDC gets over him. Plant found with just enough time. He's barely locked in a plant here. Torshi didn't see him get here. JDC has hit every window, every timing. That nade too short. And now JDC knows. He knows that AWP is bound from the spawn. JDC collects 1 versus 3 to keep big with a huge lead over Maus. Lane take for Maus, Molly at the ready. Just going to explode up through short. Contact on this hit. But it's still getting cleaned up nicely from Big. That free opener on a Crimbo's propelled them in, but QB still, Crimbo's still able to capitalize by the way of Big, as only Brolin remains in the dying lights of this game. Hype will send him out of it. But no kills yet for Big. Eventually something's gonna give, and Crimbo will be the one to collect. SMGs run it out through middle, and it's quick to their demise. Big, it's all over. Too much distance between them and Maus here, and that gap never closed. Ich habe Ansprüche an mich, ich habe aber Ansprüche auch ans Team. Und wenn ich halt teilweise die Vision nicht sehe, vielleicht auch ich individuell nicht auf meiner Höhe spiele, aber auch gewisse Leute im Coaching-Staff auch einfach nicht wussten sozusagen, wie sie mich einsetzen sollen oder wie sie es im Einklang bringen sollen mit den Persönlichkeiten, die wir im Team haben, haben wir auch eine sehr unglückliche und auch sehr frustrierende Lage für mich persönlich gekommen, wo ich auch teilweise außerhalb des Spiels nicht mehr der Karim war, den ihr alle kennt, so mäßig, weißt du, glücklich rumtrollen, lachen, was weiß ich, sondern halt einfach da bin. Die Emotionslage, die war für alle, wie gesagt, schon mal sehr angespannt. Ich denke, vieles ist einfach damit zugekommen. Ja, durch diesen miserablen Qualifier. Wir schaffen das nicht, dann fliegen wir nach Melbourne. Dann sind noch persönliche Sachen noch mal ein bisschen passiert. So. Ich kann auch ganz grob so ein bisschen anschneiden, was bei mir abging. Also wie gesagt, persönliche Sachen so vor dem Qualifier und dann auch speziell in der Melbourne-Zeit war es bei mir im Privaten nicht das Einfachste. Mein Vater wurde diagnostiziert mit Lungenkrebs, hatte dann die nächsten Momente so in meinem Kopf auch natürlich so, was geht hier ab. Man hat es halt ein bisschen so, ich wollte das jetzt nicht an die große Glocke hängen, so, weil das ist nicht das mache ich ungern so. Ich kämpfe mit meinen eigenen Problemen und bin halt im Außen dennoch so der Glückliche. Und alles drum und drum zusammen war das auf jeden Fall eine katastrophale Zeit. Also emotional, vom Erfolg, professionell, privat.
Da ging alles drüber und drüber und ja, es war keine leichte Zeit, muss man einfach so sagen. Da wieder rauszukommen hat auf jeden Fall viel Kraft, viel Energie gekostet und viele Menschen, die mir auch beiseite standen. Und dafür bin ich auf jeden Fall sehr dankbar für jeden Einzelnen und ich hoffe, jeder fühlt sich angesprochen, wenn ich darüber spreche. Ich denke, jeder hatte einfach eine sehr schwierige Zeit, so ein bisschen klar zu sein mit sich selbst. What about Lucky? He's 14-2. Maka just needs to get one. And Lucky now looking towards that ramp push. There's still a minute on the clock. They could slow things down. That's a good shot. Lucky only able to get himself one. Well Hyped is lucky that that instant hasn't gone deep enough, and Crimbo through the smoke has given up his life. Hype now getting tagged up now as well and finished off. Oh dear. Aggressing through cheetah side, but punished by gravity. That is a little unlucky, if anything. QB lining a couple up, but surely will get traded out at some point. Indeed he does. Crimbo, he never really got a chance to do anything. This is just life of an A player on Ancient sometimes. Yeah, not going to work, not going to happen. 13-5 will be the score as map 1. Schrei doch einfach mal, Alter. Du willst voll die krasse Runde. Alle, die gucken. Anstatt mal so, ey Leute, richtig geile Runde, Mann. Richtig krass. Junge, was gewinnen wir für eine Runde? Du kriegst One-Shot 5-7. Ich geh CT rein. Keiner feiert, dass ich Stempel hinterher gehe. Was ist das, Alter? Keiner sagt richtig geile Runde, Leute. Nein, nur ihr wollt gefeiert werden, Alter. So, jetzt geht's wieder das 2. Wo ist Karim, Alter? Lass uns mal hypen, wenn wir eine Runde gewinnen, Alter. Potenzial sind es 2 Maps noch in diesem Land. Potenzial, das ist Worst Case. Ich will das nicht regretten. Ich will nicht am Ende, ja, Stimmung hier. Das gibt's nicht mehr, Alter. Wir müssen einfach gute Stimmung haben. Das andere ist so egal, Wayne, Alter. Dieser Zettel, ich kann diesen Zettel zerreißen. Ist egal, Alter. Ich spiele nur unsere Sachen. Lots of damage already being done here to 3D Max, but the kills are not coming through just yet. Finally, Hyped is able to chime in. Double Scout starting to work out. That's why they call him Hyped. I was wondering. Bigger really pumped. Nice! Fucking goal! Nice for me! Body taking his time. If they run through this smoke, they could be in some trouble. They haven't seen him though. Much of a turret, but just, you know, doing his role, playing like a turret. Another one for Hyped. Nice flank from Crimbo as well. Not even needed because Hyped is just taken over. As they turn back towards the doors, and it'll be a tough entry for 3D Max as they just get destroyed on the way through. Maka in middle. He's got. Richtig krasse Hälfte, Mann. Sick, Alter, schön. Ist aber geil, Digga. Ich mag dieses. Wow. Das ist gut, das ist richtig, Alter. Das liegt uns viel mehr. Schöne Handball Outside, Johannes. Ehrlich. Hast du gut geredet, Bruder. Ich küsse euer Herz. Das ist wichtig. Wir sind halt ein geiles Team. Hyped, waiting. Actually, Exercise is going to go down. Body. Oh, that is a very hard spray, by the way, to maintain, but he gets it done. Now into the 1v1, the USP, it's not going to. With some big plays from Hyped, and again, he's getting active. He's been hitting these shots on the cross every single time, but caught off guard on the off-angle gravity, straight through the flash as they try to make their way through doors. Walking their way up ramp. He's going to be spotted out by Hype, but here is where Maka needs to come up big. He's connecting, not enough though, and it's on to Exercise. 1-on-3, he picks it up. It's going to put them in a rough position, big, with their backs against the wall now. Kind of try and play this pick and split style. Okay. Could be an opener for Crimbo. Nice molly pushing that long anchor. Könnt ihr die Runde kurz powern?
Since that Molly's going to burn his position, but Exercise is still getting work done. This flash is getting tossed in, and 3D Max, they will know it. 3D Max will survive here, and once again, send Big packing. GG. Guys, JDC, ein Interview machen. Sorry, I appreciate it. Sure, no worries. We are ready? Yeah. Yes, we are ready. Ooh, perfect. We're ready. Ready? Yeah. 5, 4, 3. Unfortunately, the end of the line for Big here at IM Melbourne 2025. They do indeed fall to 3D Max. Obviously, some questions about that Dust 2, considering it was such a strong start for you guys. Where do you feel like things unraveled when you moved into that second half? I, to be honest, don't know yet. I think we knew exactly how they're going to play, which is a shame because even though we knew we couldn't just beat them, I think it was more of a mental aspect, maybe. Me personally, I didn't recover yet completely from not making it to the major, so I didn't drop this tournament at all, the way I should. But overall, yeah, I mean, we just didn't hit our shots, I didn't hit my shots, and they just played better, I guess. Really appreciate your honesty and insight. Commiserations once again, but yeah, looking forward to seeing you guys bounce back. Thank you. Thank you, man. Appreciate it. It's all right, thank you. Nachdem wir ausgeschieden sind aus Melbourne, das Team war tot, sag ich dir ehrlich. Also, ja, vor Ort, wie gesagt, die Stimmung, die war giftig. Also wenn man halt viel verliert und den Glauben schon ein bisschen verloren hat an das Ganze, ist natürlich dann nochmal schwieriger, die Menschen dazu zu motivieren, alles zu geben und euphorisch bei der Sache dabei zu sein und diesen Glauben am Leben zu halten. Und das war zu dem Zeitpunkt einfach sehr schwierig. Man hat in den Gesichtern gesehen, dass ja, die Köpfe waren unten, dieser, ich will nicht sagen dieser Wille, weil jeder möchte natürlich gewinnen und jeder gibt auch alles, aber es nagt an einem, wenn man halt oft verliert und es funktioniert halt einfach nicht. Nachdem wir ausgeschieden sind in Melbourne, mussten wir einfach miteinander mal so ein In-die-Fresse-Talk haben, sage ich mal. Ich wusste, dass Leute zu mir auch Feedback haben oder auch Sachen an mir sehen, die sie stören. Ja, es gab mehrere Konflikte und es ist auch kein Geheimnis. Ich hatte ein großes Problem einfach mit Karim. Die Ingame-Sicht der beiden Parteien, ihm und meine Sicht, haben sich einfach extrem gewendet. Und diese zwei Sichtweisen zu vereinen, ist natürlich sehr schwierig. Also generell mein Verhältnis zu Johannes ist sehr gut. Also ich habe mit ihm zusammen 3 Jahre in einer Wohnung gelebt. Es ist teilweise zu gut gewesen, dass es gerade so ein bisschen backfired. Wir haben uns, denke ich, einfach so ein bisschen satt voneinander teilweise gehabt. Egal in guten und schlechten Zeiten, wir sehen uns jeden Tag. Wir gehen zusammen nach Hause, gehen zusammen ins Büro und das halt 300 x Tage im Jahr. So. Und ich denke, dass halt über diese Zeit auch halt, wenn man generell nicht so wirklich diesen Abstand auch voneinander hat, aber auf so einem hohen und professionellen Niveau halt arbeiten müsst, ist auch halt vielleicht irgendwann so mal zur Abschweifung kommt, das denke ich ganz normal ist. Also ich habe gemerkt, wenn wir jetzt für eine gewisse Zeit einfach so halt nicht mehr 24/7 aufeinander sind, dass es uns beiden gut tun wird. Deswegen sozusagen bin ich ja auch umgezogen. Man hat halt lange darüber gesprochen, wie man das am besten fixen kann und ich denke, im Großen und Ganzen ist es auf jeden Fall das, was er gesagt hat, das Richtige. Man hat sich so sehr miteinander beschäftigt, dass es jetzt auf jeden Fall in dem Moment gut tut, sich weniger miteinander zu beschäftigen und mal ein bisschen seine Vision und seine eigene Meinung wieder zu bestärken auch und zu wissen eigentlich, was geht hier eigentlich ab. Wie gesagt, ich fasse mich sehr gerne an die eigene Nase. Ich bin der Spitzenreiter. Ich kritisiere mich als erstes und dann die anderen. Ich war nicht der Beste zu ihm, er war nicht der Beste zu mir. Wir waren nicht die Besten zueinander. Aber jetzt sind wir auf einem sehr guten Weg, wo wir beide hoffentlich merken, dass
das Umfeld auch entscheidend ist, wie die anderen agieren und wie die anderen halt auf uns reagieren. Und speziell nach den ganzen Gesprächen mit den anderen Mitspielern, wie die fühlen, sind wir jetzt auf jeden Fall alle auf derselben Seite. Wir wissen, was wir wollen und jetzt heißt es Gas geben und weitermachen. Und wie sagt man so schön, was uns nicht tötet, macht uns stärker. Welcome back, everybody, to Misa Nomadic Masters Spring 2025. It's Grand Finals time, and it is Big versus Heroic. Ich denke, wir haben das Finale erreicht, weil wir in der letzten Zeit auch so viele negative Dinge durchgemacht haben, dass wir eigentlich da sozusagen ohne jeglichen Druck auch aufgespielt haben. Und wir haben dann in der Mongolei uns wirklich alle zusammengerissen. Wir haben, also wirklich vor Ort waren wir gefühlt eine Einheit. Wir hatten Bock aufeinander. Wir wussten, es ist nicht alles toll und schön. Wir wussten das alle. Aber für uns war das auch in Ordnung in dem Moment, dass wir das alles ausblenden konnten und einfach mal das machen, wofür wir eigentlich da sind. Wir lieben einfach CS zu spielen. Towards connector, high playing in front of it. From this time, creeping through that smoke and going out on top of him. The AK-47 was stunning sequence. Hyde's going to leap out of the pass itself, and Hyde continues to brag, continues to dominate as he finds another fantastic sequence of kills. Es waren gute Wins, aber es waren nicht sehr gute Wins. Und ich denke, dass halt vor allem dieses Turnier gezeigt hat, das, was wir eigentlich immer im Durchschnitt abrufen müssen. Diese Gegner können wir und müssen wir durchschnittlich immer besiegen. Es war ein wichtiges Turnier. Dafür hatten wir dann auch die Punkte, die waren für Cologne ja, die wichtigsten Punkte, die wir einfahren konnten. Von daher war das trotzdem, wenn man das objektiv betrachtet, ein gutes, erfolgreiches Event. Klar nicht mit der Trophäe, aber hat uns damit auch den Invite für, ich sag mal, Cologne gerettet, was ich sag mal Prio war jetzt, nachdem wir nicht das Major geschafft haben. Am Ende des Tages waren die einfach das bessere Team und egal was vor Ort passiert ist, die waren einfach das bessere Team. Dass wir nicht gewechselt haben, sehe ich als Chance, dass wir halt dieses Team und dieses Potenzial, was wir halt haben und vor allem auch mit den jungen Leuten, die wir geholt haben, die Sachen richtig angehen und auch eine gute Zukunft auf jeden Fall haben können und die halt auch lange halten wird. Ich hoffe, genau diese Mentalität, die wir an den Tag legen, können wir widerspiegeln, auch für die Fans, damit sie uns da auch besser verstehen können und auch besser nachvollziehen können, wie wir fühlen und was wir empfinden und dass sie auch mal ein bisschen mehr Empathie zeigen können, dass nicht alles immer schön und gut ist, aber ich auch die Fans verstehen kann, den Frust verstehen kann und ihr seid dann nicht alleine, weil wir fühlen das ja genauso mit und dass wir alle diesen Weg gemeinsam gehen und ich hoffe, dass wir alle an dem gleichen Strang ziehen und wir das dann gemeinsam schaffen werden. Ja, die Einladung nach Cologne war natürlich sehr knapp. Wir haben uns in der Mongolei dazu entschieden, 2 Online-Turniere noch zu spielen. Wir haben uns leider nicht so gut präsentiert in den Online-Spielen, demnach wurde es nochmal viel knapper. Ja, Cologne stand so mäßig auf der Kippe, weil wir halt die Zeit vorher halt viele Misserfolge hatten. Wir haben jetzt bis zum wirklich letzten Tag gezittert und wir haben wirklich alles gegeben, dass wir irgendwie diese Einladung bekommen. Und glücklicherweise haben wir sie bekommen. Das letzte, was ich sagen wollen würde, ist vielen Dank natürlich an den Support. Wir bekommen es mit, wir lesen die Sachen, positiv wie auch negativ. Sonst riesen Dank an meine Freundin. Ich denke, meine Freundin supportet mich seit Ewigkeiten, sie ist immer da. Das bedeutet mir unheimlich viel, das soll sie wissen. Deswegen sage ich es nochmal auf Highlight, weil ich wüsste nicht, was ich manchmal machen würde. Ich bin schon ein crazy guy und ich bin sehr hart zu mir. Deswegen vielen Dank dafür. Das, was ich an ihm schätze und ich denke, wir auch brauchen, ist halt erstens ein Charakter, der eine eigene Meinung hat und der halt auch keine Scheu hat, sie zu vertreten, sondern einfach jemanden, der sozusagen dieses Team anführen kann. Ich bin Robin, Ingame Skrunk.
der neue Headcoach von Big.